Und hier kommt als Vorspann für die ganze Anastasia Buchfilmreihe, die jetzt zum 6. Band veröffentlicht wird, ein paar Auszüge aus dem 4. Band Schöpfung, wo das mit den Familienlandsitzen voll schön erklärt ist. Für welche, die die Idee noch gar nicht kennen, aber auch für die, die die Idee schon kennen. Da ist es sehr schön beschrieben, welches Paradies in einem lebendigen Familienlandsitz steckt. Anastasia Band 4 Schöpfung Kapitel 25 Jeder kann sein eigenes Haus bauen, schon heute. Anastasia antwortete: Wichtig ist vor allem, dass jeder auch heute sein eigenes Haus bauen kann. Jeder kann Gott in sich spüren und im Paradies leben. Nur ein Schritt trennt die Menschen von heute vom Paradies, und dieser Schritt ist innere Erkenntnis. Dieser Schritt muss im eigenen Bewusstsein stattfinden. Sobald die Dogmen einmal aus dem Geist herausgefiltert sind, dann sieh nur, Wladimir. Anastasia war auf einmal ganz ausgelassen. Sie nahm mich an der Hand und führte mich zu einem kleinen Sandstrand am Seeufer. Dann sprach sie zu mir: Jetzt wirst du alles verstehen. Und auch meine Leser, deine Leser, werden alles verstehen. Sie werden selbst in der Lage sein, das Wesen der Erde zu erfassen und ihre eigene Bestimmung zu erkennen. Jetzt, Wladimir, hier und jetzt werden wir in Gedanken ein Haus bauen. Du und ich und all deine Leser. Und ich versichere dir, der Geist eines jeden wird mit dem Geist Gottes in Berührung treten. Das kannst du mir glauben. Die Tür zum Paradies wird sich öffnen. Komm mit, lass uns schneller gehen. Ich werde hier auf dem Sand mit einem Stock eine Zeichnung machen. So werden wir gemeinsam ein Haus bauen, zusammen mit all denen, die in Zukunft mit deinen Büchern in Berührung kommen. Auf diese Weise wird der menschliche Geist zu einer Einheit verschmelzen. Die Fähigkeit Gottes, Gedanken in Realität umzusetzen, wohnt auch im Menschen. Es wird nicht nur ein solches Haus auf der Erde geben, sondern sehr viele. Und in diesen Häusern wird jeder alles erkennen können. Gottes Traum wird für die Menschen fassbar sein. Wir alle werden gemeinsam dieses Haus bauen. Sie, du und ich. Sagt Wladimir: Warte, Anastasia. Es gibt schon wahnsinnig viele Häuser, in denen Menschen wohnen und jede Menge Projekte, um noch mehr Wohnhäuser zu bauen. Was für einen Sinn hat es da, noch einen weiteren Entwurf zu machen? Sagt sie: Wladimir, du sollst mir nicht bloß zuhören. Fühl dich einfach in meine Zeichnung hinein und zeichne das Projekt innerlich weiter. Und jeder andere möge auch mit mir mitzeichnen. Oh Gott, ihr Menschen, bitte versucht es. Anastasia zitterte fast vor freudiger Aufregung. Ja, sie flehte die Menschen förmlich an. Zuerst hatte ich nichts Besonderes an ihrem Projekt finden können. Doch mehr und mehr erwachte nun mein Interesse daran. Denn mir schien, als würde die Einsiedlerin Anastasia dabei uns allen ein Geheimnis eröffnen, dessen Tiefe gerade in seiner Einfachheit lag. Doch am besten erzähle ich einfach eins nach dem anderen. Anastasia fuhr fort: Wähl dir zunächst einen Ort auf der Erde aus, der dir in vieler Hinsicht geeignet erscheint. Einen Ort, an dem du leben möchtest und von dem du dir vorstellen kannst, dass auch deine Kinder dort leben wollen. Noch deine Urenkel werden dir dafür dankbar sein. Das Klima an diesem Ort soll für dich angenehm sein. Dort nimm dir 1 Hektar Land. Such das Land gut aus, denn diese Entscheidung soll für Jahrhunderte gelten. Sagt er: Niemand kann sich einfach so ein Stück Land nehmen. Land kann man nur kaufen, aber auch nur dort, wo jemand willig ist, es zu verkaufen. Sagt sie: Ja, so ist es leider. Dein Heimatland ist riesengroß, aber du kannst darin nicht mal 1 Hektar Land finden, auf dem du für dich und all deine Kinder ein kleines Paradies erschaffen kannst. Dann ist es jedoch allerhöchste Zeit, es zu versuchen. Du musst versuchen, die bestehenden Gesetze so gut wie möglich auszunutzen. Sagt er: Natürlich kenne ich nicht alle Gesetze, doch ich bin mir ziemlich sicher, dass es per Gesetz niemandem erlaubt ist, auf Jahrhunderte hinaus ein Stück Land zu erwerben. Als Landwirt kann man vom Staat Land pachten, sogar viele Hektar, doch höchstens für 99 Jahre.
sagt sie, dann muss man für den Beginn eben das Land pachten. Doch natürlich muss es möglich sein, dass jeder einen Flecken Land als Heimat hat. Schließlich hängt davon auch das Wohl des Staates ab. Wenn die Gesetze tatsächlich so unsinnig sind, müssen sie schleunigst geändert werden. Sagt er, das ist leichter gesagt als getan. Neue Gesetze werden in der Duma erörtert und nur dort sind Änderungen der Verfassung möglich. Doch die Parteien dort streiten sich schon seit langem über eine Bodenreform und können sich nicht einigen. Sagt sie, wenn es keine Partei gibt, die sich der Durchsetzung eines solchen Gesetzes annimmt, dann muss eben eine Partei gegründet werden. Fragt er, und wer soll das tun? Sagt sie, diejenigen, die über ihr künftiges Haus lesen und verstehen, dass die Heimat für jeden, für alle Menschen, die heute leben, ja für die Zukunft der ganzen Erde von großer Bedeutung ist. Sagt er, gut, so viel zu den Parteien. Erzähl mir doch lieber von deinem ungewöhnlichen Hausprojekt. Es interessiert mich schon, was du dir darunter vorstellst. Nehmen wir einmal an, jemand steht auf seinem sauer erworbenen Hektar Land. Man wird ihm wahrscheinlich keinen Paradiesgarten gegeben haben, sondern ein mit Unkraut überwuchertes Feld. Was macht er dann? Sagt sie, Wladimir, denk doch bitte selber mit. Was würdest du als erstes tun, wenn du auf deinem eigenen Land stehst? Kapitel 26 – Der Zaun. Sagt er, als erstes muss natürlich das Grundstück eingezäunt werden. Sonst werden die Baumaterialien gestohlen, sobald man mit dem Hausbau anfangen will. Und wenn ich etwas sähe, kommt mir jemand bei der Ernte zuvor. Oder hast du was gegen Zäune? Sagt sie, nein, sogar Tiere markieren die Grenzen ihres Reviers. Doch woraus soll dein Zaun bestehen? Sagt er, woraus? Nun, aus Brettern natürlich. Nein, warte mal, so ein Bretterzaun kann ganz schön ins Geld gehen. Besser, man errichtet zuerst ein paar Pfosten und zieht einen provisorischen Stacheldrahtzaun ums Grundstück. Später kann man immer noch die Pfosten durch Bretter verbinden, um sich vor neugierigen Blicken zu schützen. Fragt sie, und wie viele Jahre hält so ein Bretterzaun, ohne reparaturbedürftig zu werden? Sagt er, wenn ich für die Pfosten grundiertes Qualitätsschnitzholz verwende und den unteren Teil, der im Boden steckt, teere, kann der Zaun schon gut 5 Jahre halten, ohne dass Reparaturen anfallen. Und dann? Dann sind sicher kleinere Ausbesserungen fällig und ich muss den Zaun neu streichen, damit mir die Bretter nicht wegfaulen. Sagt sie, mit anderen Worten, du wirst dich ständig um den Zaun kümmern müssen, ganz zu schweigen von deinen Kindern und Enkelkindern. Wäre es da nicht besser, einen Zaun zu errichten, an dem auch noch deine Nachkommen ihre Freude haben? Lass uns überlegen, wie man so einen haltbaren Zaun bauen kann, dass auch noch deine Enkel dich bei seinem Anblick in guter Erinnerung behalten werden. Sagt er, das ließe sich schon machen, warum nicht? Man könnte zum Beispiel anstatt hölzerner Pfosten Pfeiler aus Ziegelsteinen errichten und für jeden Pfeiler zunächst ein solides Fundament gießen. Zwischen die Pfeiler kommt dann ein rostfreies, gusseisernes Gitter. Ein solcher Zaun könnte jahrhundertelang halten. Doch sowas können sich nur reiche Leute leisten. Ein Hektar Land hat einen Umfang von mindestens 400 Metern. Da kommt man mit ein paar 100.000 Rubeln nicht hin. Man wird schon einige Millionen hinblättern müssen. Dafür gibt es dann aber 100 oder 200 Jahre keinen Ärger damit. Man kann das Ganze auch noch mit einem Familienwappen verzieren. Dann können sich die Nachkommen mit Stolz an ihre Ahnen erinnern und die Nachbarn werden vor Neid erblassen. Sagt sie, Neid ist kein gutes Gefühl. Das wird dir und deinen Nachkommen nur schaden. Sagt er, schon gut. Ich sage ja nur, die wenigsten werden sich so einen Zaun leisten können. Sagt sie, dann müssen wir uns eine andere Art Zaun ausdenken. Was denn für einen? Hast du einen Vorschlag? Sagt sie, wäre es nicht besser, anstelle der Pfosten die ohnehin verfaulen Bäume zu nehmen? Sagt er, Bäume? Und die Bretter soll ich dann wohl an die Bäume annageln? Sagt sie, wozu überhaupt Bretter? Schau dir den Wald an. Hier stehen die Bäume in einem Abstand von 1,5 bis 2 Metern. Das schon, sagt er, aber was ist mit den Lücken? So ein Zaun hat keinen Wert. Sagt sie, in die Lücken kann man dichte Büsche und Sträucher pflanzen. Stell dir nur mal vor, wie schön so ein lebender Zaun sein kann. Die Nachkommen seines Erbauers
werden sich noch Jahrhunderte später dankbar an ihn erinnern. Ein solcher Zaun ist voll funktionsfähig und erfordert keine Reparaturen. Und wenn man ihn etwas abwechslungsreich strukturiert, gibt er auch was fürs Auge her. Zum Beispiel kann eine Baumreihe aus Birken bestehen, eine andere aus Eichen. Mit etwas Fantasie kann man den Zaun auch ganz kunterbunt gestalten, wie im Märchen. Kunterbunt? Wie meinst du das? Bäume und Sträucher gibt es doch in den verschiedensten Formen und Farben. Birken, Ahorn, Eichen, Zedern, dazwischen Ebereschen mit ihren leuchtend roten Beeren und ab und zu einen Schneeballstrauch. Auch für Faulbeerbäume und Flieder wird sich ein Platz finden. So kann man beobachten, wie und wann die verschiedenen Bäume und Sträucher blühen, wie hoch sie wachsen, welchen Duft die Blüten haben und in welchen Bäumen welche Vögel nisten. Man wird einen singenden, duftenden Zaun haben, der stets sein Gesicht wandelt, sodass man nie müde wird, ihn zu betrachten. Im Frühling werden die Blüten eine bunte Vielfalt hervorbringen, und der Herbst wird alles in ein flammendes Farbenmeer tauchen. Sagt er, schön, wie du das gesagt hast, Anastasia. Es ging bloß um einen Zaun, und du trägst mir eine poetische Komposition vor. Warum ist bisher bloß niemand auf diesen Gedanken gekommen? Einen solchen Zaun braucht man weder zu streichen noch zu reparieren. Und nebenbei wirft er auch noch Brennholz ab. Wenn die Bäume groß genug sind, kann man einige herausnehmen und mit neuen ersetzen. Wenn man das richtig plant, kann man den Zaun so gestalten wie ein Maler sein Bild. Doch am Anfang gibt es schon einen Haufen Arbeit. Wenn man die Bäume im Abstand von 2 Metern pflanzt, muss man für die Setzlinge 200 Gruben ausheben. Hinzu kommen die Büsche. Und die Verwendung moderner Technik wirst du dabei sicherlich ablehnen, wie ich dich kenne. Im Gegenteil, Wladimir. Bei diesem Projekt braucht man die Technik nicht abzulehnen. Es geht doch vor allem darum, dass alle Manifestationen der Dunkelmächte im Lichte verkehrt werden. Also herumgekehrt werden. Um dieses Projekt so schnell wie möglich in die Tat umzusetzen, ist es möglich, um das Grundstück herum mit einem Pflug eine Furche zu ziehen. In diese Furche gibst du alle Setzlinge und Samen für die geplanten Bäume und Sträucher. Dann gehst du noch einmal mit dem Pflug herum und ziehst neben der ersten Furche eine zweite, und zwar so, dass die aufgeworfene Erde in die erste Furche fällt. Dann richtest du die Setzlinge gerade aus und stampfst hinterher die Erde fest. Sagt er, wundervoll, so hat man in 2-3 Tagen den ganzen Zaun fertig. Ja. Sagt er, schade ist nur, dass es eine ganze Zeit dauern wird, bis die Bäume groß genug sind, um das Grundstück vor Dieben zu schützen. So eine Zeder oder Eiche wächst doch sehr langsam. Sagt sie, Birken und Espen wachsen recht schnell und auch die Hecken zwischendrin. Wenn du es besonders eilig hast, kannst du von vornherein 2 Meter große Setzlinge pflanzen. Wenn die Birken dann groß sind, kannst du sie gegen Zedern oder Eichen austauschen. Das Birkenholz kannst du für Arbeiten auf dem Grundstück verwenden. Sagt er, na so allmählich kann ich mich mit diesem lebenden Zaun anfreunden. Eine super Idee. Jetzt würde ich gern wissen, wie du dir das Haus auf dem Grundstück vorstellst. Kapitel 27 – Das Grundstück. Anastasia sagt, vielleicht solltest du, bevor du mit dem Hausbau beginnst, zuerst die Gestaltung des Grundstücks planen, Wladimir. Sagt er, woran denkst du dabei? Etwa an Beete für Tomaten, Kartoffeln und Gurken? Das ist gewöhnlich Frauensache. Männer beschäftigen sich mit dem Hausbau. Ich würde als erstes ein großes, elegantes Wohnhaus bauen, im europäischen Stil, damit meine Nachkommen mich in guter Erinnerung behalten. Außerdem bräuchte ich noch ein zweites, kleineres Haus für die Angestellten. Schließlich ist das Grundstück ja so groß, dass ich es nicht allein bewirtschaften kann. Sagt sie, Wladimir, wenn du von vornherein alles gut planst, brauchst du keine Angestellten. Deine Umgebung wird dir und deinen Nachkommen mit großer Freude und in Liebe dienen. Sagt er, Anastasia, sowas gibt's nicht. Selbst bei deinen von dir so geschätzten Kleingärtnern wirst du das nicht erleben. Für ihre 5-6 Ar Land haben sie gewöhnlich jedes Wochenende von morgens bis abends zu schuften. Wir jedoch sprechen von einem Hektar.
Was man da allein schon an Dünger braucht. 10 Kahn Mist pro Jahr werden wohl das Mindeste sein, schätze ich. Den Mist muss man auf dem ganzen Feld verteilen und dann mit der Erde vermengen. Sonst wird man keine vernünftige Ernte haben. Dazu kauft man dann noch Kunstdünger. Ohne Dünger geht's nun mal nicht. Das ist so ziemlich das Erste, was ein Landwirt lernt, und auch jeder Kleingärtner wird das aus eigener Erfahrung bestätigen können. Du wirst das ja hoffentlich nicht bestreiten wollen. Sagt sie, nein, ich bestreite nicht, dass der Boden Dünger braucht, wohl aber, dass der Mensch dafür so hart arbeiten muss. Gott hat alles so vollkommen eingerichtet, dass die Erde ganz von selber mit Dünger versorgt wird. Auch ohne die eintönige physische Arbeit des Menschen kann sich der Boden an dem Ort, wo du zu leben wünschst, in idealer Verfassung befinden. Du brauchst dich nur im Geiste mit ihm zu verbinden und die Geschlossenheit seines Systems zu erfühlen. Verlass dich nicht allein auf deinen Verstand. Sagt er, und wieso wird heute nirgends nach Gottes System gedüngt? Wladimir, du befindest dich hier in der Taiga. Sieh dich nur einmal um, wie hoch die Bäume sind und wie stark ihre Stämme. Zwischen den Bäumen wachsen Gräser und Büsche. Es gibt Himbeeren, Johannisbeeren, überhaupt gedeiht hier eine große Vielfalt von Pflanzen für den Menschen, und das, obwohl seit Jahrtausenden keine Menschenseele hier gedüngt hat. Dennoch bleibt die Erde hier immer fruchtbar. Was denkst du, von wem und womit wird sie gedüngt? Keine Ahnung, doch was du sagst, ist eine Tatsache. Es ist schon ein Phänomen, was dem Menschen von der Natur alles geschenkt wird. Und was deine Frage betrifft, so sag mir am besten selbst, warum der Taigaboden nicht gedüngt werden muss. Sagt sie, das System Gottes wird in der Taiga bei weitem nicht so stark verletzt wie in den Gebieten der modernen Zivilisation. In der Taiga fällt Laub von den Bäumen, der Wind reißt kleine Zweige ab, und diese Blätter und Zweige sind der natürliche Dünger der Taiga. Der Regenwurm trägt das Seine dazu bei, dass es genug Humus gibt. Auch die Gräser und Kräuter regulieren durch ihren Stoffwechsel den Nährgehalt des Bodens. Die Büsche und Sträucher sorgen für den Ausgleich eines Überschusses alkalischer oder saurer Stoffe. Ein vom Baum fallendes Blatt ist ein unvergleichbarer Dünger, denn es trägt in sich eine Menge kosmischer Energien. Es hat die Sterne gesehen, die Sonne und den Mond. Es hat diese Himmelskörper nicht bloß gesehen, sondern auch mit ihnen kommuniziert. Jahrtausende mögen vergehen und die Taiga-Erde wird immer noch so fruchtbar sein wie eh und je. Sagt er, doch das Grundstück, von dem wir sprechen, liegt nicht in der Taiga. Sagt sie, dann plane eben einen Wald. Leg ihn auf deinem Grundstück selber an. Anastasia, sag mir am besten gleich, was ich alles tun muss, damit mein Grundstück immer von selbst gedüngt wird. Das ist sehr wichtig, denn für die Menschen gibt es noch viel anderes zu tun. Zum Beispiel müssen sie Schädlinge von ihren Beeten fernhalten. Sagt sie, ich könnte dir natürlich alles bis in die Einzelheiten erzählen, doch es ist besser, wenn jeder sich seine eigenen Gedanken macht und mit Herz und Seele dabei ist. Intuitiv weiß jeder von uns, was für ihn passend ist und was noch seinen Kindern und Enkeln Freude machen wird. Ein solches Grundstück mit Haus ist eine individuelle Angelegenheit, ähnlich wie das Gemälde eines Künstlers. So etwas sollte man nicht in ein Schema pressen. Jedem das Seine. Sagt er, aber eine ungefähre Vorstellung wirst du mir doch geben können, als allgemeine Grundlage sozusagen. Sagt sie, also gut, ich werde eine kleine Skizze machen. Doch zuerst solltest du die Hauptsache verstehen. Alles wurde von Gott zum Wohle des Menschen erschaffen. Als Mensch kannst du über deine gesamte Umgebung verfügen. Du bist ein Mensch. Du kannst verstehen und fühlen, worin das Paradies auf Erden besteht. Sagt er, Anastasia, bitte lass die Philosophie aus dem Spiel und sprich über praktische Dinge. Sag mir, wo ich was anpflanzen und wo ich graben soll. Was soll ich anbauen, um möglichst viel Geld zu verdienen? Sagt sie, weißt du, Wladimir, warum die Bauern und Farmer heutzutage so unglücklich sind? Warum denn? Sie sind vor allem auf eine große Ernte bedacht, um dann viel zu verkaufen. Sie denken mehr ans Geld als an die Erde. Sie glauben nicht mehr, dass man auf dem eigenen Grundstück glücklich sein kann und wollen lieber in die Stadt ziehen.
Glaub mir, Wladimir, alles, was man mit der Seele erschafft, wird sich auch in der Außenwelt manifestieren. Natürlich ist auch die physische Welt wichtig und daher lass uns zusammen ein Modell für ein landwirtschaftliches Grundstück erstellen. Ich werde jedoch nur Denkanstöße geben. Du musst mir dabei helfen. Sagt er, gut, ich werde dir helfen. Fang nur an. Sagt sie, also, nehmen wir an, das Gelände ist ganz kahl, ist aber bereits von einem lebenden Zaun umgeben. Auf 3/4 oder der Hälfte des Grundstücks wollen wir einen Wald aus verschiedenen Baumarten pflanzen. Wo der Wald an den Rest deines Grundstücks grenzt, werden wir eine dichte Hecke anlegen, welche Tieren den Zugang zu deinem künftigen Gemüsebeeten verwehrt. Im Wald können wir aus dicht aneinander gepflanzten Bäumen und Sträuchern Pfärche erstellen, in dem dann beispielsweise 1-2 Ziegen oder auch Hühner Platz haben. Anmerkung, das ist auch super für Hühner, wenn die kleine Bäumchen haben, dann brauchen die nämlich gar nicht komplett eingezäunt sein, dann gehen die nachts einfach auf die Bäume, das klappt, wenn das ein ganzes Rudel Hühner ist und dann können die sich da, dann können die sich da verteidigen und werden nicht so leicht weggeschnappt, ja, als Erfahrungsbericht. Ja, und wenn Ziegen da sind, dann passen die auf die Hühner auf. Genau, hier geht's weiter. In deinem Gemüsegarten werden wir einen seichten Teich mit einer Fläche von etwa 2 Ar anlegen. Im Walde wollen wir Himbeeren und Johannisbeeren anpflanzen, am Waldrand Erdbeeren. Wenn die Bäume im Wald ein wenig gewachsen sind, werden wir unter ihren Ästen 3 Bienenhäuser aufstellen. Anmerkung zum Teich. Den Teich in der Nähe von den Gemüsebeeten macht Sinn, weil dann das Sonnenlicht reflektiert wird und damit noch mehr Wärme und Lichtstrahlung in die fruchtbaren Zonen kommt. An anderen Stellen in deinem Wald werden wir aus Bäumen Areale für bestimmte Zwecke schaffen, zum Beispiel eine Art Laube, wo du mit deinen Freunden oder Kindern an heißen Tagen Zuflucht finden kannst. Außerdem ein lebendes Schlafzimmer für den Sommer, einen Werkraum sowie Schlafzimmer für Kinder und Gäste. Fantastisch, Anastasia, sagt Wladimir. Das ist ja kein Wald mehr, sondern ein wahrer Palast. Sagt sie, ja, doch ein lebendiger Palast, der ständig wächst. So hat es der Schöpfer vorgesehen. Die Aufgabe des Menschen besteht einfach darin, allen Geschöpfen eine Aufgabe zuzuteilen, ganz nach seinem eigenen Geschmack und Plan. Fragt er, und wieso hat der Schöpfer das dann nicht gleich so geschaffen? Im Wald wächst doch alles durcheinander. Sagt sie, der Wald ist wie ein offenes Buch des Schöpfers, das er geschrieben hat. Du musst nur aufmerksamer hinschauen. Siehst du diese 3 Bäume dort, Wladimir? Sie stehen dicht nebeneinander, mit nur einem halben Meter Abstand. Solche Formationen kannst du dir als Modell nehmen und selbst ähnliche in gerader Linie stehende Baumreihen anpflanzen. Zwischen den Bäumen wachsen Sträucher und auch das kannst du dir zum Vorbild nehmen. Mach alles so, dass du deine Freude daran hast. Und schau dort, jene Bäume gestatten es weder Büschen noch Gräsern zwischen ihnen zu wachsen. Diese Gesetze des Waldes solltest du für dein künftiges lebendes Haus berücksichtigen. Weise allen Geschöpfen eine eigene Aufgabe zu, entsprechend ihrem Naturell, doch gestalte deine Umgebung nach deinem Geschmack. Deine ganze Umgebung soll für dich und deine Kinder sorgen, auf dass ihr glücklich und zufrieden seid. Sagt ihr, gut, aber um zu essen muss ein Garten her. Und damit fängt die Plackerei an. Sagt sie, glaub mir, Wladimir, auch den Garten kann man so anlegen, dass er keine große Arbeit bereitet. Schau nur, ich habe hier, mitten im Wald, Kräuter und die schönsten Gurken und Tomaten wachsen lassen. Da sie nicht auf kahlem Boden wachsen, schmecken sie viel besser und enthalten auch wertvollere Nährstoffe als herkömmliches Gemüse. Sagt er, und was ist mit Unkraut, mit Käfern und anderen Schädlingen? Sagt sie, alles in der Natur hat seinen Nutzen,
auch das sogenannte Unkraut. Auch gibt es keine Insekten, die dem Menschen schaden. Sagt er, jetzt mach aber einen Punkt. Was ist denn bitteschön mit der Heuschrecke oder dem Colorado-Käfer, diesem Biest, das uns die Kartoffeln vom Feld frisst? Sagt sie, sie sind Warnzeichen der Erde für den Menschen, dass er gegen die Naturgesetze verstößt und dem Plan des Schöpfers zuwiderhandelt. Wie kann man nur die Erde quälen, indem man Jahr für Jahr den gleichen Boden durchpflügt? Eure landwirtschaftlichen Geräte sind wie Schabeisen, mit denen ihr immer wieder die unverheilten Wunden der Erde aufreißt und dabei noch verlangt, dass sie euch zum Lohn mit ihren Gaben segnet. Colorado-Käfer und Heuschrecken würden ein Grundstück, wie wir es gerade entworfen haben, nicht anrühren. Wer die Harmonie der Erde achtet, den wird die Erde von selbst mit reicher Ernte beschenken. Sagt er, wenn auf diesem Grundstück tatsächlich alles so läuft, wie du sagst, dass man es nicht mehr düngen, sprühen und jäten muss und alles wie von selber wächst, was bleibt dem Menschen dann noch zu tun? Sagt sie, im Paradies zu leben, so wie Gott es ursprünglich wollte. Und wer ein solches Paradies um sich herum aufbaut, wird mit göttlichen Gedanken in Berührung sein und zusammen mit Gott Neues schaffen. Was denn Neues? Alles der Reihe nach. Wir sind mit unserer Gestaltung noch nicht fertig. Kapitel 28. Das Haus. Sagt er, ja, in unserem Plan fehlt noch ein richtiges Haus. Ein Haus, an dem auch noch die Kinder und die Enkel ihre Freude haben. Ein zweigeschossiges Wohnhaus, Ziegelbauweise, mit WC und Dusche, mit fließend heißem Wasser. So etwas kann man jetzt in jedem beliebigen Privathaus haben. Auf einer Ausstellung habe ich eine Vielfalt komfortabler Einrichtungen für Privathäuser gesehen. Doch du hast bestimmt wieder was gegen die moderne Technik einzuwenden. Sagt sie, ganz im Gegenteil, solange es dem guten Zweck dient und du es dir leisten kannst. Außerdem kann man nicht von heute auf morgen seine Gewohnheiten aufgeben. Dennoch denke ich, dass du dein Haus nicht allzu groß und solide bauen brauchst. Es wäre schade um die Bemühungen, denn deine Enkel werden ein solches Haus nicht brauchen. Wenn sie groß sind, werden sie verstehen, dass sie eine andere Art von Haus brauchen. Sagt er, Anastasia, ich habe das Gefühl, du führst mal wieder irgendwas im Schilde. Alle meine Vorschläge lehnst du ab, jetzt sogar das Haus. Was mich betrifft, muss das Haus jedenfalls solide sein, keine Frage. Erst sagst du, wir machen einen gemeinsamen Entwurf und dann widersprichst du mir ständig. Sagt sie, klar, das machen wir gemeinsam, Wladimir. Doch ich lehne deine Vorschläge nicht ab, ich spreche nur meine Erwägungen aus. Letztendlich soll jeder selber entscheiden, was seinem Wesen am besten entspricht. Sagt er, gut, aber dann möchte ich dich bitten, deine Erwägungen etwas näher zu erläutern. Ich glaube, niemand versteht sonst, warum meine Enkel mein Haus nicht behalten würden. Sagt sie, mit ihrem neuen Haus werden deine Enkel ihre Liebe und ihre Erinnerung an dich verbinden. Wenn sie erwachsen sind, werden sie verstehen, welches irdische Baumaterial am haltbarsten und am zweckmäßigsten ist. Doch über dieses Baumaterial verfügst du jetzt noch gar nicht. Sie werden ihr neues Haus aus dem Holz jener Bäume bauen, die einst ihr Großvater anpflanzte und die ihr Vater und ihre Mutter liebten. Das Haus wird ihnen heilende Energie schenken, sie beschützen, vor Unreinheit bewahren und zum Lichten inspirieren. Sagt er, interessant. Ein Haus aus den Bäumen des Großvaters, des Vaters und der Mutter. Doch wie soll ich es verstehen, dass sich das Haus um seine Bewohner kümmert? Das scheint mir reichlich mystisch. Sagt sie, wieso hältst du die lichte Energie der Liebe für mystisch, Wladimir? Sagt er, naja, das ist mir einfach etwas zu hoch. Ich spreche über den Entwurf vom Haus und Grundstück und du kommst auf einmal mit deiner Liebe. Sagt sie, wieso auf einmal? Die Liebe ist die Grundlage von allem. Sagt er, so? Soll man zum Beispiel auch die Setzlinge für den Wald mit Liebe pflanzen? Sagt sie, natürlich. Die große Energie der Liebe
und alle kosmischen Planeten werden dir helfen, ein erfülltes Leben als Gottes Sohn zu führen. Sagt er, nun fängst du wieder an, in Rätseln zu sprechen, Anastasia. Du springst in deinen Gedanken vom Haus zum Garten zu Gott. Das setzt einfach bei mir aus. Verzeih mir, dass ich mich wieder so unverständlich ausdrücke, Wladimir. Lass mich versuchen, von einem anderen Blickwinkel über unser Projekt zu sprechen. Sagt er, tu das. Doch ich habe allmählich das Gefühl, es wird nicht unser Projekt sein, sondern dein Projekt. Sagt sie, es ist ein Projekt für die Allgemeinheit, Wladimir. Viele menschliche Seelen haben ein intuitives Gespür für das Projekt, wenngleich die heutigen Dogmen und die Vorherrschaft der Wissenschaft ihnen nicht gestatten, sich näher mit ihm auseinanderzusetzen. Es gibt viele Wesen, die den Menschen von seinem Glück abhalten. Sagt er, dann wirst du wohl versuchen müssen, uns alles näher zu erklären. Sagt sie, ja, das will ich gern tun. Oh, wie sehr wünsche ich, dass die Menschen mich deutlich verstehen. O göttliche Logik, bitte hilf mir, klare Wortgefüge zu formulieren. Kapitel 29 – Die Energie der Liebe. Anastasia sagt, die große Energie der Liebe, die Gott für seine Kinder zur Erde gesandt hat, kommt eines Tages zu jedem. Sie kommt, und nicht nur einmal, um den Menschen zu erwärmen und für immer bei ihm zu bleiben. Doch die meisten Menschen geben der Energie der Liebe keine Gelegenheit, bei ihnen zu bleiben. Stell dir zwei junge Menschen vor, die sich eines Tages begegnen und sich ineinander verlieben. Sie wollen sich nie mehr voneinander trennen und bekräftigen ihr Bündnis mit einem amtlichen Dokument und mit einer Trauungszeremonie in Anwesenheit vieler Zeugen. Doch vergebens. Nach einigen Tagen merken sie, dass die Energie der Liebe sie verlassen hat. Und so ergeht es fast allen Menschen. Sagt er, du hast recht, Anastasia. Es gibt wahnsinnig viele Scheidungen. Die Rate liegt bei ungefähr 70%. Und selbst diejenigen, die sich nicht scheiden lassen, sind oft völlig zerstritten oder haben sich nichts mehr zu sagen. All das ist allgemein bekannt. Doch warum diese Probleme derartige Ausmaße haben, weiß niemand genau. Du hast gesagt, die Liebe hat sie verlassen. Doch warum eigentlich? Man könnte manchmal meinen, sie spiele uns einen üblen Streich. Sagt sie, die Liebe spielt niemanden einen Streich. Wenn es nach ihr ginge, würde sie ewiglich bei jedem Menschen bleiben. Aber der Mensch lebt auf eine Weise, die die Liebe verschreckt. In der Gegenwart destruktiver Energie kann die Liebe keine Inspiration schenken. Die Frucht der Liebe kann es nicht ertragen, wenn das junge Paar sich in seine Wohnung verkriecht, in seine Gruft aus Stein oder Beton. Jeder der beiden geht dann gewöhnlich seiner eigenen Arbeit und seinen eigenen Interessen nach und hat seinen eigenen Bekanntenkreis. Meistens gibt es dann auch bald schon nichts Gemeinsames mehr zu tun, außer die Freuden des Geschlechtslebens zu genießen. Gewöhnlich setzen die beiden nach einer gewissen Zeit ein Kind in die Welt. In eine Welt, in der es kein sauberes Wasser mehr gibt, dafür aber umso mehr Verbrechen, Kriege und Krankheiten. In einer solchen Umgebung wird die Liebe nicht bleiben. Sagt er, und wenn beide viel Geld haben? Oder angenommen, die Eltern schenken dem jungen Paar ein neues Auto und eine größere Wohnung, sagen wir eine 6-Zimmer-Wohnung in einem modernen Wohnhaus mit Wächtern am Eingang. Wenn sie obendrein selbst noch ein dickes Bankkonto haben, würde die Energie der Liebe unter solchen Bedingungen bleiben? Können die beiden sich dann bis ins hohe Alter lieben? Sagt sie, in Angst werden sie bis ins hohe Alter leben, ohne Freiheit und ohne Liebe. Und sie werden dabei zusehen, wie um sie herum alles altert und langsam dahinsiecht. Sagt er, die Energie der Liebe muss ja ganz schön zimperlich sein, Anastasia. Sagt sie, sie ist weder zimperlich noch eigensinnig. Göttliche Schöpfung ist das, was sie anzieht. Auf immer wird sie den erwärmen, der mit ihr zusammen einen Raum der Liebe zu schaffen gewillt ist. Sagt er, und in dem Projekt, das du gerade entwirfst, gibt es da auch einen Raum der Liebe? Ja. Wo denn?
In allem. Der Raum der Liebe wird zuerst für das Paar entstehen, dann für die Kinder. Und die Kinder werden durch 3 Seinsebenen eine Verbindung zum gesamten Kosmos haben. Stell dir vor, Wladimir, er und sie machen sich in Liebe daran, unser Projekt zu verwirklichen. Sie pflanzen Kräuter, Bäume und Sträuche an und freuen sich, wenn im Frühling alles erblüht. In ihren Herzen und ringsumher wird Liebe ohne Ende wohnen. Die Blumenpracht wird sie daran erinnern, wie sie gemeinsam gesät und Setzlinge gepflanzt haben. Der Geschmack der Himbeeren wird sie an den Geschmack der Liebe erinnern, wie sie im Herbst gemeinsam die Himbeerzweige berührten. Im schattigen Garten prangen reife Früchte. Zusammen haben sie diesen Garten bearbeitet, diesen Garten der Liebe. Sie lacht, während sie ihm den Schweiß von der Stirn wischt und seine heißen Lippen küsst. Es geschieht im Leben oft, dass eine Liebe nur einseitig ist. Der oder die andere hält einfach nur aus Gewohnheit oder aus sonstigen Gründen an der Beziehung fest. Sobald sie jedoch in ihrem gemeinsamen Garten arbeiten, wird die Energie der Liebe auch auf den passiven Partner übergehen und die beiden nie mehr verlassen. Dieser Lebensstil wird eine Atmosphäre erzeugen, in der man selbst lieben und auch den Kindern einen Raum der Liebe schenken kann. Die Erziehung der Kinder wird in einer Weise vonstatten gehen, dass man sagen kann, sie wachsen in Gemeinschaft mit Gott auf. Sagt er, Anastasia, erzähl mir ausführlicher von der Erziehung der Kinder. Viele Leser fragen danach. Wenn du selber schon kein System hast, dann kannst du mir ja wenigstens sagen, welches der existierenden Systeme das Beste ist. Ja, zum Ausklang den letzten Satz nochmal, der wirkt schön nach. Dieser Lebensstil wird eine Atmosphäre erzeugen, in der man selbst lieben und auch den Kindern einen Raum der Liebe schenken kann. Die Erziehung der Kinder wird in einer Weise vonstatten gehen, dass man sagen kann, sie wachsen in Gemeinschaft mit Gott auf.